Stellen Sie sich Paris vor, aber ohne Stau, Hupen und Parkplatzsuche. Stattdessen gleiten lautlose, autonome Fahrzeuge durch die Straßen, gesteuert von künstlicher Intelligenz. Sie holen Passagiere genau dort ab, wo sie gebraucht werden, und bringen sie sicher ans Ziel. Diese Zukunft ist näher, als viele denken, und im Zentrum steht das Tesla Cybercab. Was wäre, wenn Autos nicht mehr ungenutzt herumstehen, sondern als Teil eines intelligenten Netzwerks die Stadt bewegen? Das Cybercab verspricht, Stau, Luftverschmutzung und Parkplatznot zu lösen und den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben. Paris bereitet sich mit ehrgeizigen Plänen auf eine grünere, lebenswertere Zukunft vor. Das Cybercab ist mehr als ein Elektroauto. Es steht für einen grundlegenden Wandel hin zu geteilter, effizienter Mobilität. Die Idee, per App ein fahrerloses Taxi zu rufen, klingt futuristisch, doch die Technologie ist schon da. Eine Flotte von Cybercabs wäre ein Statement. Die Zukunft der urbanen Mobilität hat begonnen. Sie könnten die letzte Meile von der Metro bis zur Haustür überbrücken und das bestehende Verkehrsnetz ergänzen. Weniger Lärm, sauberere Luft, mehr Platz für Parks und Cafés. Paris könnte seine Schönheit mit Technologie verbinden. Die Stadt würde sich verändern und die Menschen würden profitieren. Es ist eine verlockende Aussicht. Paris, die Stadt der Lichter, als Vorreiterin einer neuen Mobilitätsära. Die Revolution beginnt und sie könnte schon bald Realität werden. Was ist das Tesla Cybercab? Kein gewöhnliches Auto, sondern ein fahrerloses Robotaxi, von Grund auf für Autonomie gebaut. Kein Lenkrad, keine Pedale, kein Fahrersitz. Der Innenraum gehört ganz den Passagieren. Das Design, futuristisch, minimalistisch, auffällig. Ein echter Blickfang auf den Straßen. Große Glasflächen bieten Panoramablick, der Fokus liegt auf Komfort und Effizienz. Im Inneren Platz für zwei. Ein großer Bildschirm für Infos und Unterhaltung. Das Cybercab ist robust, langlebig und für den Dauerbetrieb konzipiert. Der Clou: Es ist günstiger in der Herstellung als herkömmliche Autos. Ein Schlüssel für die Wirtschaftlichkeit großer Flotten. Statt ein Auto zu besitzen, ruft man bei Bedarf ein Cybercab, günstiger als ein Busticket. Es ist die physische Manifestation von Teslas Vision Mobilität als Dienstleistung, nicht als Besitz. Der Übergang vom eigenen Auto zum geteilten autonomen Transport könnte viele Branchen verändern. Das Cybercab ist ein Werkzeug für eine neue Art von urbaner Freiheit. Es steht für Effizienz, Nachhaltigkeit und ein neues Mobilitätsgefühl. Die Zukunft fährt vor. Und sie sieht radikal anders aus. Das Herzstück des Cybercabs ist Teslas Full Self-Driving-System. 8 Kameras, Sensoren und ein leistungsstarker Bordcomputer erfassen die Umgebung in 360 Grad. Teslas Ansatz KI, die wie ein Mensch sieht und lernt, ohne teure LiDAR-Sensoren. Ein neuronales Netzwerk interpretiert die Daten, erkennt Objekte und antizipiert das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer. Der Bordcomputer verarbeitet riesige Datenmengen blitzschnell. Jeder Tesla auf der Straße sammelt Daten, die das System ständig verbessern. Kollektives Lernen in Echtzeit. Im Shadow Mode vergleicht die KI ihre Entscheidungen mit denen menschlicher Fahrer und lernt aus Fehlern. So entwickelt das System ein tiefes Verständnis für Verkehrsregeln und unvorhergesehene Situationen. Das Ziel: autonomes Fahren auf Level 4 oder 5, ohne menschliches Eingreifen. Die lernende KI ist Teslas Schlüssel zur Skalierung autonomer Mobilität. Die Technologie ist vielversprechend, aber auch eine enorme Herausforderung. Cybercabs könnten Paris grundlegend verändern, weit mehr als nur als neue Taxioption. Autonome Fahrzeuge im Netzwerk optimieren den Verkehrsfluss, reduzieren Staus und verkürzen Reisezeiten. Parkplatzsuche? Überflüssig. Nach dem Aussteigen fährt das Cybercab zum nächsten Kunden oder zu einem Hub am Stadtrand. So werden Flächen frei für Parks, Cafés und breite Gehwege. Die Stadt wird lebenswerter. Induktives Laden und automatisierte Reinigung machen den Betrieb effizient und günstig. Die Stadt wird zum Organismus, in dem Mobilität nahtlos im Hintergrund funktioniert. Öffentlicher Raum wird demokratisiert, die Stadt wird für Menschen, nicht für Autos geplant. Weniger Lärm, bessere Luft, mehr Sicherheit durch weniger Unfälle.
Paris könnte zur Blaupause für die smarte, nachhaltige Metropole werden. Das Cybercab ist ein mächtiges Werkzeug für diese Transformation. Die Vision ist verlockend, doch der Weg zum Cybercab in Paris ist steinig. Die Technologie ist noch nicht perfekt. Teslas System braucht noch menschliche Überwachung. Für Robotaxis braucht es absolute Zuverlässigkeit, auch in chaotischen Situationen. Produktionsziele sind ehrgeizig, der Aufbau neuer Fabriken eine Mammutaufgabe. Die größte Hürde Europas: strenge Gesetze für autonome Fahrzeuge. Ohne Lenkrad und Pedale braucht es langwierige Genehmigungen und klare Haftungsregeln. Behörden werden vorsichtig und schrittweise vorgehen. Ein schneller Rollout ist unwahrscheinlich. Wahrscheinlich starten Cybercabs auf festen Routen oder zu bestimmten Zeiten. Der bürokratische Prozess steht im Kontrast zu Teslas Tempo. Die Anpassung an europäische Regeln wird zur echten Bewährungsprobe. Sicherheit steht über allem. Autonome Fahrzeuge müssen praktisch perfekt sein. Jeder Unfall könnte das Vertrauen der Öffentlichkeit massiv erschüttern. Auch gesellschaftliche Fragen sind offen. Was passiert mit Fahrern, deren Jobs wegfallen? Ohne Umschulungen drohen soziale Konflikte, besonders in Städten mit starker Taxilobby. Datenschutz ist ein weiteres sensibles Thema. Cybercabs sammeln und speichern riesige Mengen an Daten. Wer hat Zugriff? Wie wird Missbrauch verhindert? Die Bürger müssen ihrer Privatsphäre vertrauen können. In Europa gelten strenge Datenschutzregeln. Transparenz ist Pflicht. Zugänglichkeit. Wird die neue Mobilität für alle da sein, auch für Ältere oder Menschen ohne Smartphone? Inklusive Gestaltung ist entscheidend, damit niemand abgehängt wird. Nur so wird das Cybercab zu einem fairen, zukunftsfähigen Transportsystem. Tesla ist nicht allein. Der Wettlauf um autonome Robotaxis ist global. Waymo, Google, setzt auf LiDAR und fährt schon fahrerlos in US-Städten, aber nur in begrenzten Gebieten. Cruise, General Motors und chinesische Firmen wie Baidu und Pony.ai testen in Megastädten. Auch Mercedes und VW investieren, gehen aber schrittweise vor. Der Unterschied: Waymo und Cruise nutzen teure Hardware und aufwendige Kartierung. Expansion ist langsam. Teslas Kamera- und KI-Ansatz könnte schneller skalieren, wenn die Technik sicher genug ist. Es ist ein Rennen zwischen radikaler Disruption und vorsichtiger Evolution. Wer gewinnt, ist offen. Die Philosophien sind grundverschieden. Die Konkurrenz ist stark, die Herausforderungen gewaltig. Das Rennen um die Zukunft der Mobilität bleibt spannend. Das Tesla Cybercab steht für eine kühne Vision: Städte ohne Stau, Lärm und Parkplatznot. Die Vorteile wären enorm: mehr Sicherheit, saubere Luft, mehr Raum für Menschen. Doch zwischen Vision und Realität liegen große Hürden: Technik, Gesetze, gesellschaftliche Akzeptanz. Die Sicherheit muss bewiesen, Datenschutz garantiert, Jobs neu gedacht werden. Der Erfolg hängt nicht nur von Ingenieuren ab, sondern auch von Politik und Gesellschaft. Vielleicht wird die Zukunft ein Mix aus verschiedenen Ansätzen: autonome Shuttles, Robotaxis, öffentlicher Verkehr. Der Weg ist ein Marathon, kein Sprint, mit Rückschlägen und Debatten. Ob und wann das Cybercab Paris erobert, bleibt offen. Die Technologie ist bereit, aber ist es auch die Gesellschaft? Würden Sie heute schon in ein Taxi ohne Fahrer einsteigen?